why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. Während die wiederholte Nennung des US-Präsidenten in den Epstein-Akten offenbar keinerlei Konsequenzen nach sich zieht, könnte Keir Starmer im Vereinigten Königreich der erste amtierende Staats- oder Regierungschef sein, der infolgedessen sein Amt verliert. I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him. And sorry that even now you're forced to watch this story unfold. In ganz Europa sehen sich politische und wirtschaftliche Eliten mit der Frage konfrontiert, wie der Umgang mit einem bekannten Kindesmissbrauchstäter so lange als akzeptabel gelten konnte. Nachdem das US-Justizministerium am Freitag 3 Millionen E-Mails und 1800 Fotos veröffentlicht hatte, die sich rasch über den Kontinent verbreiteten und in den nationalen Medien aufgegriffen wurden, werden Fragen zur moralischen Verfasstheit dieser Elite je nach Land mit unterschiedlicher Intensität gestellt. Unternehmer, Banker, Politiker, Mitglieder von Königshäusern, Akademiker, führende Persönlichkeiten der Tech-Branche sowie Partner großer Kanzleien sind in die ineinander verwobenen Netzwerke aus Geld, Macht und Sex rund um Jeffrey Epstein verstrickt. Offenbar gab es kaum einen Mächtigen, mit dem Epstein nicht per E-Mail in Kontakt stand, und die Grenzen dessen, wozu dieses privilegierte Umfeld im Gegenzug für ein Geschenk, eine Verbindung oder eine sexuelle Einladung bereit war, schienen kaum zu existieren. Elon Musk hatte recht, als er im Juli 2025 in einem Tweet, den er kurz darauf löschte, erklärte, viele mächtige Menschen wollten, dass diese Liste unterdrückt wird. Dass die schärfste Aufarbeitung des Epstein-Komplexes nicht in den USA, sondern im Vereinigten Königreich stattfindet und dass der erste politische Spitzenakteur, der möglicherweise stürzt, nicht Donald Trump, sondern Keir Starmer ist, sagt viel über die britische Medien- und Politikkultur aus. Die Ernennung von Peter Mandelson, der auch nach Epsteins Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs in engem Kontakt mit ihm gestanden haben soll, zum US-Botschafter, hätte für jeden Politiker von Anfang an alle Alarmglocken läuten lassen müssen. Für Starmer, der in der Öffentlichkeit ohnehin zunehmend als schwacher Führungspolitiker wahrgenommen wurde, stellt diese Entwicklung einen schweren Schlag dar. Sie erweckt den Eindruck, er habe entweder unter Druck gestanden oder nicht die politische und moralische Integrität besessen, diese Ernennung abzulehnen. Die direkteren Vorwürfe gegen Mandelson könnten jedoch dazu führen, dass seine Karriere nicht nur mit einem Scheitern, sondern mit einer Haftstrafe endet. Die von Epstein an Mandelson geleisteten Zahlungen sowie die Vorwürfe, der damalige Wirtschaftsminister habe aus dem Zentrum der Regierung heraus wirtschaftlich sensible Informationen an Epstein weitergegeben, werden von der Londoner Metropolitan Police untersucht. Zudem gerät auch das Urteilsvermögen von Starmers zunehmend unter Druck stehendem Generalsekretär Morgan McSweeney in die Kritik. Dies dürfte Abgeordneten der Labour-Partei gefallen, die McSweeney wegen seiner Strategie, auf Wähler der Reform Party zuzugehen, schon lange ablehnend gegenüberstehen. Sowohl die Labour-Partei als auch die britische Presse haben diesen für Starmer zentralen Machtfaktor ins Visier genommen. In den USA hingegen scheint Trump trotz 38.000 Erwähnungen seiner Person, seiner Ehefrau und seines Mar-a-Lago-Clubs in den Akten weitgehend unbehelligt zu bleiben. Es zeigt sich, dass die verfassungsmäßigen Mechanismen zur Kontrolle eines Präsidenten faktisch ausgehöhlt sind und die Öffentlichkeit gegenüber Trumps moralischen Verfehlungen abgestumpft ist. Auch Steve Bannon, ein enger Vertrauter Epsteins, scheint weitgehend vor Kritik geschützt. Der wohl prominenteste Name in den USA, der wegen der Nähe zu Epstein einen hohen Preis gezahlt hat, ist der ehemalige Finanzminister Larry Summers. Der frühere Präsident der Harvard-Universität zog sich im vergangenen Jahr aus öffentlichen Ämtern zurück, nachdem E-Mails publik geworden waren, in denen er sexistische Formulierungen verwendete und Epstein um romantische Ratschläge bat und erklärte, er empfinde tiefe Scham.
Darüber hinaus sorgten vor allem Gerüchte aus der Tech-Branche sowie die Nachwirkungen für Bill und Melinda Gates für Aufmerksamkeit. Brad Karp, Vorsitzender der renommierten US-Wirtschaftskanzlei Paul Weiss, trat nach der Veröffentlichung seiner E-Mail-Korrespondenz mit Epstein von seinem Posten zurück. In den saudischen Medien ist nicht mit einer intensiven Verfolgung von Kronprinz Mohammed bin Salman zu rechnen. Fotos zeigen ihn, wie er Epstein lächelnd umarmt. Ähnlich ist auch nicht zu erwarten, dass die Medien in den Vereinigten Arabischen Emiraten den E-Mail-Kontakt zwischen Epstein und Sultan Ahmed bin Sulayem, dem Chef des Hafenriesen DP World in Dubai, breit thematisieren. Am stärksten betroffen ist in Europa das für seine Integrität bekannte Norwegen. Wie im Vereinigten Königreich ist auch dort die Königsfamilie erschüttert. Kronprinzessin Mette-Marit wurde nach dem Bekanntwerden von Dokumenten, die jahrelange Kontakte zu Epstein belegen, unter Untersuchung gestellt. In den Akten taucht ihr Name rund 1000 Mal auf und es finden sich zahlreiche E-Mails aus den Jahren 2011 bis 2014. In einer Erklärung des Königshauses sagte Mette-Marit: „Ich habe ein schlechtes Urteilsvermögen gezeigt und bedauere zutiefst, überhaupt Kontakt zu Epstein gehabt zu haben. Das ist äußerst beschämend." Mette-Marit hatte 2001 Kronprinz Haakon geheiratet. Auch der frühere norwegische Diplomat und heutige Präsident des Weltwirtschaftsforums, Børge Brende, steht unter Druck. Wegen 100 Nachrichten und E-Mails, die 3 persönliche Treffen mit Epstein dokumentieren, wird geprüft, inwieweit der Vorstand des WEF über diese Beziehungen informiert war. Brende erklärte, er sei vollkommen unwissend über Epsteins Vergangenheit und seine kriminellen Aktivitäten gewesen. In Schweden trat die Biologin Joanna Rubinstein, Vorsitzende einer Stiftung zur Mittelbeschaffung für das UN-Flüchtlingshilfswerk, zurück. Rubinstein hatte gemeinsam mit ihrer Familie Epsteins Privatinsel in der Karibik besucht. In ihrer Erklärung sagte sie: „Während meines Besuchs wusste ich von dem Urteil aus dem Jahr 2008. Das Ausmaß des später bekannt gewordenen Missbrauchs ist entsetzlich und ich distanziere mich davon eindeutig." In Frankreich untersucht die Zeitung Le Monde die Verbindungen zwischen Epstein und mehreren französischen Prominenten, darunter der 84-jährige ehemalige Kulturminister Jack Lang. Berichtet wird über zur Verfügung gestellte Flugzeuge und Villen sowie über Verbindungen zu einer Offshore-Firma auf den Jungferninseln. Lang erklärte dazu: „Ich treffe viele Menschen. Ich habe ein Interesse am Unerwarteten. Jeffrey war ein großzügiger, angenehmer Geschäftsmann. Er liebte Kunst und Kino." Und deine täglichen Weltnachrichten.